Ich würde sagen, wir schauen mal rum, was so die neuesten Neuerungen in der Landwirtschaft sind und wo es wohl die nächsten Jahre hingehen kann. Jo, genau. Dann steigen wir ein und jetzt geht es erstmal hier zu Fendt, weil die haben ja auch noch einen neuen autonomen Schlepper vorgestellt. Richtig. Als erstes sind wir jetzt hier bei Fendt gelandet und haben uns hier die Future-Ecke rausgepickt. 3 spannende Maschinen hier. Einmal ein 832, der komplett aufgerüstet wurde für das autonome Fahren. So schon erhältlich ist von PTX ein Kit, ein Aufrüstkit, das an den Schlepper dann quasi angebaut werden kann und Stand jetzt schon Überladewagen komplett autonom fahren kann. Dann haben wir den neuen Zava hier, der als GT-Variante 2 Anbauräume hat und durch die Achse vorne und hinten wahnsinnig spurstabil unterwegs ist, auch dann nachher komplett autonom fahren soll. Sieht man ja auch, keine Kabine mehr drauf. Spannendes Konzept. Wann das dann rauskommt, muss man mal abwarten. Aber ja. Genau. Ist auch eine Konzeptstudie noch, genau was du gesagt hast. Also einfach ein bisschen Zukunftsdenken. Wo die sich aber bewusst für entschieden haben, die haben hier einen kleinen Dieselmotor drin mit 48 PS, der auf den Generator geht. Genau. Also wir haben hier dieselelektrisch das ganze Fahrzeug, weil die gesagt haben, oder beziehungsweise die haben viele Landwirte befragt und die Landwirte wollen einfach nur einmal am Tag hinfahren, den volltanken und dann soll die Karre einfach 24/7 laufen. Genau. Und die Energie kriegst du Stand jetzt nur mit Diesel dann so komprimiert dann zusammen. Genau. Bei dem Fahrzeug, also ohne Anbaugeräte, wiegt das knappe 3 Tonnen. Deswegen ist halt einfach leicht, kompakt, auch für kopiertes Gelände einfach sinnvoll und wichtig. Richtig. Aber trotzdem von dem kleinen Mini-Zava, der ja so das erste Autonomie-Konzept von Fendt war, sind die jetzt doch zu einer größeren Maschine gekommen. Ja. Vielleicht eine interessante Entwicklung. Aber wie gesagt, wir sind mal gespannt, wann was wie dann mal kommt. Genau. Und Johannes hat es gerade angesprochen, eine dritte Sache. Precision Planting ist auch hier. Die haben das Pflanzen von Einzelkorn drillen, hätte ich jetzt fast gesagt, einfach mal durchgespielt. Also die haben ja das komplette Know-how, was auf dem Markt besteht, alles zusammengepackt, dass man wirklich mit höchster Genauigkeit, Präzision Mais ablegen kann. Und in diesem Fall hier Soja zwischen Weizen ist hier jetzt dargestellt. Also im Prinzip, wie heißt das dann, Interrow-Cropping oder so. Das Konzept kommt ja auch so ein bisschen immer mehr. Erst Weizen da stehen zu haben, dann im Frühjahr die Soja dazwischen drillen und dann nur die Weizen Ähren zu ernten und das Soja wächst dann zwischen raus und man kann dann nachher nochmal Soja ernten. Ist hier jetzt aber, glaube ich, nur als Beispiel dargestellt. Davor haben wir halt einen E-Schlepper, einen E100. Also komplett elektrisch und gar nicht mehr so wahnsinnig klein. Also E-Technologie ist hier auch definitiv ein Thema. Genau. Und Zusatzbatterie müsste hier vorne sein. Könnte vielleicht dann auch ein 70 PS Schlepper sein. Genau, Multiple-Use-Batterie, also Zusatzbatterie. Und hier steht sogar Solarspeicher. Also man kann ihn als Solarspeicher nehmen und dann vorm Trecker anscheinend als... dass du, wenn du im Betrieb den als Speicher nimmst und dann halt auch eine interessante Kombination. Ja klar, wenn man die Technik hat, kann man die auch doppelt nutzen. Ja, die Batterie, wie viele Tage brauchst du den Schlepper denn und bei wie vielen Tagen brauchst du denn die Zusatzbatterie denn? Wenn du dann nur auf dem Hof ein bisschen rumguckst, dann brauchst du die ja nicht. Ja. Und dann kann der halt als Solarspeicher dann dienen. Natürlich auch spannend. So, nächste Station, wir sind jetzt bei Rumex und hier hinter uns oben seht ihr schon Spotspraying, ein Riesenthema und da hatte Johannes schon vor ein paar Wochen ein bisschen Austausch mit der Firma. Ich glaube, das kannst du besser erklären. Genau, finde ich super spannend, das System, gerade ja für Gemüsekulturen, ganz, ganz interessantes Thema. Und hier jetzt in der neuen Meter-Variante RXF 900 und 4x4 Spritzraster, Kameras drauf, 1,5 Meter Sichtfeld pro Kamera und wahnsinnig viel Erfahrung die Firma schon mit Spotspraying, allerdings nicht im Ackerbau, sondern im Grünland, Ampferbehandlung. Das war die erste Maschine, 6 Meter fürs Grünland. Daraus sind sie quasi gewachsen und groß geworden und jetzt dann die 9 Meter Variante für den Ackerbau dann gebaut.
Und es sieht sehr, sehr spannend und interessant aus. Und ja, wenn sowas funktioniert, dann kann man natürlich viel sparen. Also bestimmt je nach Fläche 90% bis 95% Einsparpotenzial, würde ich jetzt mal so sagen. Genau, noch ganz kurz dazu, ich habe mich gerade vorher mit dem Chef unterhalten und nicht, dass ihr denkt, dass das irgendein Startup ist und was jetzt da neu einsteigen möchte. Die haben schon über 200 Maschinen im Markt und gehen jetzt weiter auf andere Kulturen, kommen aus Grünland, was Johannes gesagt hat, Genau. können jetzt schon auf jeden Fall Möhre, Zwiebel und Spinat sind die auch dran Ja. und natürlich weitere Kulturen folgen. Ja, Aber an sich von der Bauweise finde ich schon extrem schön, dass sie das vorne eine Front haben, sehr kompakt. ja, Genau. man kann sofort sehen, was passiert. Man Richtig. sieht im Prinzip links und rechts, wo der appliziert hat, weil man dann ja den leichten Spritzbelag erkennen kann. Und auch dass es gespritzt wurde. Von daher wahrscheinlich relativ schön dann auch mitzuarbeiten, weil man einfach sofort das Ergebnis dann sieht. Ne? Jo, wäre natürlich auf jeden Fall sehr cool, wenn wir sowas mal bei uns im Betrieb testen könnten. Und ja, damit sind wir gerade im Austausch, nennen wir es mal so. Ja. Vielleicht sieht man es nächstes Jahr an den Zwiebeln. So, nächste Station hinter uns seht ihr schon, 9RX, der stärkste Schlepper von Johnny. Genau, 830. Genau, mit Boost, glaube ich, 913, ne? Ich meine auch, ja. Auf jeden Fall über 900. Richtig Leistung auf jeden Fall. Jo. Aber gar nicht um Schlepper stehen wir hier, sondern oben Einmal sieht man es oben. ganz versteckt. Genau. 16 Kameras sind dran und das heißt autonomes Fahren. Betrieben in Nordamerika bzw. Südamerika laufen die Maschinen schon. Yep. Hier auch mit einem Starlink-Modul oben drauf, dass man halt immer Mobilfunk hat und der Schlepper immer weiß, was er tun soll oder tun muss. Ja. Und ja, wie gesagt, 16 Kameras sind dran, kein LiDAR-Sensor, weil die Johnny einfach sagt, okay, dann können wir jetzt einfach alles immer sehen und erkennen, ja. Sehen und erkennen und LiDAR ist ja einfach nur Umrisse, sag ich mal, erkennen. Richtig, genau. Also da sind die ersten Maschinen auch so verkaufsfähig oder verkauft worden schon und im Feld. Also da werden jetzt schon massig Erfahrungen gesammelt. Jo. Von daher autonomes Fahren bei Johnny definitiv Stand der Technik und das wird die nächsten Jahre, schätze ich mal, ganz massiv ausgebaut. Ja. Also Nachfrage ist wohl sehr, sehr stark da. Absolut. Und von daher lernt der Schlepper jetzt definitiv die nächsten Jahre immer weiter dazu. Und Ja. dann wird das ja auch immer besser werden. Ne? Genau. Wichtig ist, dass die Anbaugeräte dazu passen. Das ist immer noch so ein Thema. Nicht der Trecker muss nur hin und her fahren können und alles sehen können, sondern halt das Anbaugerät muss das auch mitmachen. Ja, das ist gerade noch so ein Ding. Ne? Jo, wir haben gerade noch mal einen von John Deere gesprochen. Am ersten Messeabend war ein Landwirt aus Nordamerika hier und hat mal seine Erfahrung berichtet, Genau, die haben der so eine einen schon im Feld hat. so eine Maschine auf dem Feld. Ja, war eigentlich im Großen und Ganzen sehr positiv. Aber das nur kurz zu Johnny, also zum autonomen Fahren. Die haben aber was ganz Interessantes vorgestellt und da laufen wir eben schnell hin. Genau. Jetzt vom John Deere E-Power. Jo, mit 130 PS, wenn ich es richtig verstanden habe. Richtig, gar nicht so klein, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja. 195 Kilowattstunden Akku, beziehungsweise das Akku ist gestaffelt. Man kann bis zu 5 Akku-Packs reinschieben. Ja. Und dann sind wir bei diesen 195 Stunden. Und ich habe gerade auch sofort nachgefragt, okay, wie viele Stunden kann ich damit arbeiten? Und da liegt man wirklich beim komplett vollen Tag. Also wenn man einen geringen Leistungsbedarf hat. Ne? Genau. Wenn du jetzt in Bodenbearbeitung 3 Meter Mulchroboter dahinter hängst, dann wird es wahrscheinlich stur. Aber viele so einer Schlepper in dem Leistungsbereich arbeiten ja als Hofschlepper, sag ich jetzt mal. Richtig. Mit Frontlader, hier ist ja auch Frontlader-Konsole dran. Und da hat man halt häufig einen geringen Leistungsbedarf und dann kommt man auch den ganzen Tag über. Und genau da sieht man eigentlich auch so den Sinn und Zweck von so einer Maschine als so ein Schlepper und dann halt, den man laden kann auf dem Hof, der halt auf dem Hof ansässig ist und dann am besten Falle halt über günstigen Solarstrom oder sowas dann voll zu machen ist. Und dann sollte der auch, denke ich, gut hinpassen, weil der einfach niedrige Kosten dann einfach hat. Ne? Genau, da hat John Deere auch so ein bisschen das Konzept neu gedacht. Von anderen Firmen gibt es ja einfach Dieselmotor raus, Elektromotor rein, fertig. Hier haben die sich bewusst dafür gegen entschieden. Die haben gesagt, okay, wir nehmen 3 Elektromotoren für die 3 Hauptenergiebereiche. Genau. Einmal natürlich Fahrantrieb auf jeden Fall, dann Zapfwelle. Zapfwelle und natürlich Hydraulik. Hydraulik.
Und so haben wir dann halt auch das komplette Getriebe rausgeschmissen, haben uns dann natürlich die ganzen Leistungsverluste auch gespart und können das natürlich auch deutlich schöner regeln. Genau. Zum Thema Laden nochmal, wenn wir einmal hier so ein bisschen zur Seite schwenken, da hat John Deere auch sofort mitgedacht. Die Ladesäule hat direkt einen Energiespeicher mit drin. Also über den Tag kann der Landwirt schön die Ladesäule mit dem Energiespeicher vollladen und dann abends oder nachts den Schlepper aufladen. Beziehungsweise sogar mehr oder weniger in der Mittagspause. Genau. Also eine komplette Ladung dauert nicht mal eine Stunde, 45 Minuten. 45 Minuten von 10 auf 80%. Genau. Da, wo man wirklich halt den Akku auch betreiben möchte. Genau, also wenn man volle Ladekapazitäten nutzt, dann ist man bei 240 kW eine Stunde. Von daher 195 kW, die hat man dann auch unter einer Stunde auf jeden Fall rüber. Ja. Super interessanter Trecker. Finde ich auch sehr interessant, dass John Deere hier einfach gesagt hat, okay, das denken wir mal einfach anders. Also nicht einfach Standard-Trecker nehmen, draußen wieder rein, sondern einfach, dass wir alles auf Elektromotor gehen. Und den wird es auch so bald in Serie geben, in verschiedenen Varianten. Und da können wir mal einmal andere Seite gucken, weil da sind die ganzen Varianten auch noch aufgelistet. Hier einmal als Weinbauschlepper im Konzept. Sehr schmal gehalten, sehr schmal gebaut. Und dann jetzt als Standardvariante. Also wie man Etwas kennt. längere Motorhaube hätte ich jetzt gesagt. Ja. Pflegeschlepper, Hochtragtrakt, Pflegeschlepper, ja. hoch. Und da sind dann die 4. 4 Varianten. Jo. Wie gesagt, die Motorhaube ist etwas anders, ein bisschen länger gehalten. Wahrscheinlich um halt einfach das Akku und sowas reinzukriegen. Genau. Von daher, wie gesagt, stand jetzt noch nicht im Markt drin, aber definitiv geplant. Jo. Ich bin echt mal gespannt, was auch in Zukunft kommt. Jetzt klar, man fängt immer mit den kleinen Schleppern an, aber auch, wo die Reise hingeht. Klar, einen neuen RX, den auf Batterie zu stellen, das wird glaube ich nichts, weil das einfach hohe Zugkraftbedarfe sind. Aber dass man vielleicht so eine Serie 6 auch nochmal als E sieht. Ja, für einzelne Bereiche definitiv spannende Sache. Ja, mega, auf jeden Fall. Gut, dann geht's auf alle Fälle weiter zur nächsten Stelle. Ja. Jetzt sind wir mal einmal von der modernsten Technik mal einmal wieder zum alten Diesel gesprungen, beziehungsweise zum alten Fendt. Aber das, was eigentlich am Schlepper angebaut ist, wollten wir euch noch mal einmal ganz kurz zeigen. Wir haben es ja schon bei uns im Betrieb am Testen, beziehungsweise läuft auch wirklich gut. Die eine Anlage hat jetzt knapp 800 Stunden runter und macht keine Zicken, läuft. Genau. Deswegen noch einen kurzen Abriss hier von Vareq Tire, beziehungsweise IWN ist ja die obere Herstellerfirma. Genau. Genau, richtig. Aber ganz kurz, Johannes, hau mal eben raus. Ja, wir haben jetzt einen 615 LS. Das ist nämlich so ein bisschen der Aufhänger, zu sagen, wir können, oder diese Reifen- und Regelanlage braucht keine neuen Trecker. Die kann auch bei alten. Und nachrüstbar, das wissen wir ja. Und von innen verbaut kennen wir alles. Also von daher hundertprozentig auch für alte Modelle, wenn man alte Schlepper liebt, aber trotzdem die Effizienz an den Boden bringen will, dann brauchst du eine Reifen- und Regelanlage, um halt einfach den bestmöglichen Grip hinzukriegen. Und von daher, das hier auch möglich bei so einem richtig schicken 615. Und wir sind gut zufrieden, was sollen wir sagen, ey. Voll geil. Doch. IWN, eine wirklich sympathische Firma. Auch die Vertreter bzw. Geschäftsführung ist sehr sympathisch, kann man gut besprechen. Aber das von IWN und dann springen wir auf alle Fälle schon mal zur nächsten Firma. Ja, jetzt stehen wir hier nochmal vor so einem Tank, zwar ein Fronttank in diesem Fall. Pöttinger hat hier nochmal eine aufgelöste Variante einer Drillkombination ausgestellt. Da dann die Kreiselege mit Säschiene haben die jetzt hier zur Agritechnica mitgebracht. Und dieses Ding
ist halt dann wahnsinnig vielfältig einsetzbar, was halt ziemlich geil ist. Ne? Auf jeden Fall. Und das, was mich auch dabei im ganzen Konzept sehr positiv stimmt, die Gewichtsverteilung vom Schlepper ist immer sehr angenehm. Also sonst hast du mit einer schweren Drille, großen Saattank, alles hinten. Und jetzt schleppst dann nachher 2 Tonnen vorne eine Front mit, damit du vernünftig fahren kannst. Genau, und jetzt nimmst du das Gewicht, wo das Saatgut halt liegt, in der Front, hinten schwere Kreissäge, Drehmaschine drin. Hast du eine schöne, ja, ich will jetzt nicht 50-50 Gewichtsverteilung sagen, aber auf jeden Fall eine gleichmäßigere. Und zusätzlich, wir haben da Gewichtsverteilung angeht, ganz kurz noch, die haben auch Reifen drunter gebaut, also einen Packer drunter gebaut. Und das ist ja so ein bisschen das Ding beim Drillen, wenn du eine schwere Drillkombination hinten hinterpackst und machst dann vorne halt ein Kontergewicht rein. Und dann legst du die Drillkombination ab, dann hast du aber vorne das Gewicht, ja, das hast du halt noch. Und das drückt dann vorne auf die Reifen, auf die Achse. Und somit hier und da, wenn die Bedingungen vielleicht nicht ganz optimal sind, auch nochmal eine Verdichtung. Und hier kannst du halt dann auch das Gewicht auf den Reifenpacker ablegen oder einen Teil des Gewichtes auf den Reifenpacker ablegen. Und ja, somit hast du dann auch ja, diese Spuren, die man ja doch mal sonst gerne von einem Vorderreifen ja, oder allgemein von den Reifen, die man sonst auch mal gerne im Getreide wiederfindet, dann so ein bisschen minimiert. Man hat komplett angedrückt zwischen den Reifen, durch den Fronttank, die Reifen nochmal und hat dann auch ein eigentlich ziemlich gut glattes ja, Saatbett und ohne unterschiedliche Verdichtung auch, ne? Was ja auch ziemlich cool ist. Ja. Und was halt auch ganz schön ist, wo ich halt auch einfach sage, okay, das macht einfach Sinn. Du kannst den Tank natürlich auch nicht nur für Saatgut nutzen, sondern halt auch für Dünger. Und da kommen wir dann zu unseren Anwendungsfällen jetzt fast mal, wo wir halt einfach drüber gesprochen haben, also wir intern, hier vorne Dünger rein, hinten Pflanzmaschine und dann schön Kartoffeln pflanzen. Ne? Richtig. Dann hast du einfach wieder alles in eins und du kannst halt so einen Tank vernünftig, vielfältig nutzen. Definitiv, das ist auf jeden Fall der Vorteil. Ansonsten ja auch früher oder später mal ein Maisleger, das als Fronttank, hinten nur noch dann ja, die Legeelemente für den Mais dann. Der Fronttank ist komplett Isobus, in diesem Fall auch 2 Tanksysteme. Wir können 2 Applikationskarten fahren, sodass wir ja, sogar 2 verschiedene Dünger mitnehmen könnten und die teilflächenspezifisch unabhängig voneinander dann ausdosieren könnten. Ja, oder halt bei der Getreideaussaat könnte man theoretisch auch eine Gemengeaussaat machen oder sonst irgendwas. Oder was bei uns auch mal der Gedankengang war, die unterschiedlichen Sorten für den Standort dann dahin bringen, wo sie hingehören. Also die robuste Sorte auf den Sand und die ertragsstarke Sorte dann da, wo es ja, wo es gut wächst. So eine Sachen könnte man hier alle mitmachen. Also ganz spannende Sache, ganz spannendes Konzept. Ne? Jo, aber noch eben so einen kleinen Funfact. Pöttinger baut ja solide Maschinen und hat dann mal eben kurz gedacht, okay, was wollen wir damit betreiben? Ja, 12 Meter Scheibenecke, alles klar. Wie viel Aussatzstärke wollen wir haben? 500 Kilo. Und das kriegen wir da sogar durch. Also richtig großes Gebläse an der Seite, großes Rohr, 150 mm Durchmesser. Kann ich sehen, das ist schon ich halte meine Hand mal dagegen. Rohr, ne? 150 mm, wenn ich das richtig verstanden habe. Also da kann man alles Mögliche durchdrücken und da ist kein Ende gesetzt. Nee, auf jeden Fall in unseren Breiten nicht. Also wie gesagt, das Ding soll halt auch so in Kanada laufen und da sind dann die hohen Mengen, Durchsatzmengen benötigt und dafür haben sie es dann konzipiert. Jo, genau. Und ich würde behaupten, jetzt habt ihr einen kleinen Abriss gekriegt. Also natürlich erstmal zur modernsten Technik. Vom Exit standen wir vor. Dann bei Fendt natürlich GT, der Konzeptstudie ist es jetzt ja gerade noch. Ja. Beziehungsweise, ja? Nee, ich war schon einen weiter. Ich war schon bei Spot Spraying. Nee, ich bin noch einen bei Fendt noch. Autonomes Fahren, Schlepper. Richtig. Da kommt der von PTX. PTX, genau. Da haben die Nachrichtslösung und dann Spotspraying, was mich persönlich auch extrem interessiert. Ja. Auch mit der ganzen Kameraerkennung und dass man dann richtig schön pulst und wirklich dann 4x4 ist der Düsenabstand und 6x6 kriegt man dann eine Applikation hin. Ja. Das ist schon wirklich erstaunlich. Heftig, ne? Das ist schon geil. Also von daher, ja, es gibt da viele interessante Themen. Die Landtechnik entwickelt sich wahnsinnig weiter. Da wird die nächsten Jahre auch haben wir ja auch gesehen bei Johnny mit den E-Trecker. Genau. Ja, also und dass Johnny auch schon komplett autonomes Fahren anbietet. Ja, auch.
in dem 8R und dem 9RX. Genau. Komplett autonom möglich mit den 16 Kameras, allerdings noch nicht hier. Ne? Da gibt es noch so ein bisschen Probleme, was die Zulassung angeht, aber Amerika ist da weiter, da geht das schon. Da haben sie die ersten Dinger im Feld. Also von daher, das wird definitiv die nächsten Jahre kommen. Ja, absolut, ist so. Und damit würde ich sagen, kleinen Abriss habt ihr jetzt von der Arritechnica gekriegt. Natürlich nur ein Fünkchen, kommt unbedingt nächstes Jahr auch nochmal her. Übernächstes. Heute ist leider schon Freitag, morgen jetzt noch den Samstag einmal und dann ist die schon wieder vorbei die Messe. Aber es ist einfach unglaublich, wie viel, eine halbe Million Leute kommen hierher. Aussteller aus über, glaube 90 oder 80, 90 Ländern. Und man sieht wirklich alles. Also richtig cool. Und man sieht, wo es hingeht, wo es hingehen kann. Viele Konzepte, viele Ideen, die hier auch ausgestellt werden. Also macht immer tierisch Laune, man trifft wahnsinnig viele Leute. Sehr, sehr geil. Wir hatten viel Spaß und damit würde ich sagen, schauen wir noch ein bisschen weiter rum. Jo. Aber hierfür soll es das gewesen sein. Alles klar. Tschüss. Ciao.